Jede Sekunde, Tag für Tag, überall auf der Welt wird geraucht und die Kippen anschließend weggeworfen. Von 10 landen 8 nicht im Müll, sondern auf der Straße, im Wasser oder auch im Blumentopf. Kippen sind das am häufigsten weggeworfene Abfallprodukt. Das summiert sich. Rund 5 Billionen Zigaretten, also 5000 Milliarden Stück, werden jedes Jahr konsumiert. Allein bei uns in Deutschland sind es knapp 75 Milliarden. Für die Mitarbeiter der Stadtreinigung in Frankfurt bedeutet das viel Arbeit und für uns alle ein teures Vergnügen. Denn für das mühsame und oft langwierige Entfernen der Stummel wurde extra so ein Riesenstaubsauger angeschafft. Das ist dringend nötig, denn Zigarettenkippen sind vor allem eines: Giftmüll. Die Frankfurter Umweltdezernentin Rosemarie Heilig versucht deshalb in persönlichen Gesprächen auf das Problem und seine Tragweite aufmerksam zu machen. Eine Kippe verseucht 40 Liter Trinkwasser. Das muss einfach in die Köpfe, ins Herz und Kippe in den Abfalleimer. Das muss da rein. Wie giftig die Kippen tatsächlich sind, zum Beispiel für Pflanzen, soll ein Test zeigen. Diese beiden Töpfe mit Petersilie und frisch gekeimten Winden sollen uns dabei helfen. Wir wollen wissen, wie sich mit Zigarettenkippen verunreinigtes Wasser auf die Pflanzen auswirkt. Dafür geben wir 5 Filter in 5 Liter Wasser, lassen es einen Tag ziehen und gießen damit dann 14 Tage lang unsere Pflanzen. Sie kriegen einen roten Punkt. Die Vergleichspflanzen werden mit sauberem Leitungswasser gegossen. Tag 1, der Test beginnt. Der Toxikologe Professor Edmund Maser begleitet unseren Versuch. Er kennt sich mit Giften aller Art aus und kann den Cocktail, mit dem wir unsere Testpflanzen täglich gießen, einschätzen. Wir haben in den Zigaretten eine ganze Reihe von Schadstoffen, angefangen von dem Nikotin selber, von krebserregenden Substanzen, aber auch von Schwermetallen. Und wenn die Zigarette geraucht wird, entstehen zusätzlich noch kanzerogene Substanzen, also krebserzeugende Substanzen, und die konzentrieren sich natürlich dann im Filter an. Für Deutschland bedeutet das, jedes Jahr landen 90 Tonnen reines Nikotin aus Zigarettenstummeln bei uns in der Erde oder im Wasser. Außerdem steckt in den Kippen zum Beispiel knapp 1 Tonne Arsen. Wir treffen Professor Maser, Institutsleiter für Toxikologie an der Uniklinik Kiel am Fluss. Denn er kennt sich bestens mit Fischen und anderen Wasserwesen aus und weiß, wie extrem sie auf mit Zigaretten verunreinigtes Wasser reagieren. Ja, es gibt Versuche aus Laboratorien, wo man eine Kippe in 1 Liter Wasser aufgelöst hat und hat dann gesehen, dass die Hälfte der Fische, die man da zugesetzt hat, dass die gestorben sind. Wasserflöhe sind noch sehr empfindlicher. Da genügt ein Zigarettenstummel pro 8 Liter Wasser, um nach einer gewissen Zeit die Hälfte dieser Wasserflöhe abzutöten. Wie giftig Zigaretten sind, zeigt eine Studie der WHO. Beim Verbrennen einer einzigen Zigarette entstehen rund 7000 chemische Verbindungen. Davon sind 50 bis 70 krebserregend. Vor allem aber die Filter mit allem, was sich beim Rauchen darin ansammelt, sind ein großes Problem. Diese Zigarettenstummel werden auch von der Fauna als Nahrung verwechselt, je nach Größe. Also es gibt Enten und Fische, da hat man Zigarettenstummel im Magen gefunden. Und da kommen wir dann zu dem nächsten Problem, dass der Zigarettenstummel, die bestehen aus Zelluloseacetat. Das ist eine Verbindung, die sehr langlebig ist. Man hat gemessen, dass die mehrere Jahre, viele Jahre brauchen, bis sich so ein Zigarettenstummel auflöst. Das heißt, mit dem optischen Auge sieht man den zwar nicht mehr, aber es sind dann eine ganze Menge von Mikrofasern, die sich dann verteilen. Wie weit sie sich verteilen, das haben Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Instituts erforscht. An 5 verschiedenen Bohrkernen in der Arktis und der sibirischen Arktis haben sie bis zu 12.000 Mikroplastikteilchen pro Liter Meereis gefunden. Viele davon Zelluloseacetat, das typisch für Zigarettenfilter ist. Es kann sehr lange dauern, bis sich so ein Filter komplett auflöst, bis zu 200 Jahre. Zigaretten und Filter verunreinigen unsere Umwelt. Sie können Fische vergiften. Aber sind sie auch gefährlich für unsere Petersilie und die Keimlinge?
Die mit Kippenwasser gegossenen Pflanzen sehen an Tag 7 des Tests nicht mehr sehr gesund und genießbar aus. Im Gegensatz zu den anderen mit Leitungswasser gegossenen. Doch wie steht es um unser Wasser, wenn weggeworfene Kippen auf der Straße landen und damit auch im Abwassersystem? Eine Studie vom Kompetenzzentrum Wasser in Berlin hat das untersucht. An 5 Stellen im Regenwassersystem von Berlin wurden insgesamt 80 Proben gezogen und eine Belastung zwischen 1,2 und einmal sogar 8 Mikrogramm Nikotin pro Liter gemessen. Der kritische Schwellenwert liegt bislang bei 2,5 Milligramm pro Liter Wasser. Mit schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt muss aber auch deutlich darunter gerechnet werden. Das Problem der Zigarettenkippen in der Umwelt ist ein relativ neues Problem, seit wir eben das Rauchverbot in den öffentlichen Gebäuden haben. Und wir wissen von der toxikologischen Seite her überhaupt noch nicht, wie sich das auf die Umwelt auswirkt. Und von daher sollte man so früh wie möglich damit anfangen, die Menschen aufzuklären, die Raucher aufzuklären, dass sie eben dieses Risiko vermeiden und ihre Kippen nicht in die Umwelt werfen. Das bestätigt auch unser Test. Nach 14 Tagen Gießen mit Kippenwasser scheinen wir die Pflanzen regelrecht vergiftet zu haben. Und Professor Maser ist verblüfft. Ich hätte das nicht so deutlich erwartet. Eigentlich produzieren Pflanzen auch Nikotin als Fraßschutz gegen Insekten. Aber es handelt sich ja hier bei dem Versuch um Zigarettenstummel. Vielleicht spielt nicht nur das Nikotin eine Rolle, sondern vielleicht noch ein paar andere schädliche Substanzen, die ja in dem Tabak auch noch mit drin sind. Es ist noch viel Forschung nötig, um die Risiken von Zigarettenstummeln auf Umwelt, Pflanzen und auf uns Menschen sicher einschätzen zu können. Nur eines ist jetzt schon klar: Weggeworfene Stummel setzen unnötig viel Gifte frei.